Lecker. Schmeckt super. Was die beiden hier bekommen, ist Hundewelpen-Aufzuchtmilch. Damit sollen die Feldhasen groß und stark werden. Die 2 Osterhasen kamen mit einem Gewicht von 140 Gramm in die Wildtierhilfe Schelderwald in Dillenburg. Die Hasen entwickeln sich mittlerweile prächtig. Wie schwer waren die heute Morgen, wie du die gewogen hast? Also die haben bei der täglichen Gewichtskontrolle heute Morgen beide schon über 600 Gramm gehabt. Das heißt, wir können die Fütterungsintervalle von 3-mal täglich auf 2-mal täglich abändern. Die brauchen also jetzt nicht mehr so viel Milch, weil sie ja auch tagsüber jetzt im Außengehege schon sind und natürlich Gräser und Kräuter fressen können. Eigentlich müssten die Hasen nicht bei den Menschen wohnen, aber Unwissenheit und falsch verstandene Tierliebe haben sie zum Entführungsopfer werden lassen. Es ist leider so, dass die nicht unbedingt mitgenommen werden müssen, weil das sind Nestflüchter. Die kommen fertig auf die Welt, die müssen eigentlich nur noch wachsen. Und die Mutter kommt 1- bis 2-mal in der Dämmerung oder nachts, um die zu säugen. Und ansonsten sind die tagsüber und den Rest der Zeit ganz einfach auf sich alleine gestellt. Gleich neben den beiden Junghasen lauern die Erzfeinde. Füchse, Jungfüchse. Angeblich ein Dachbodenfund. Fuchs und Hase sind streng voneinander getrennt. Auch sie werden aufgepäppelt und ausgewildert. Natürlich getrennt voneinander. Das Ziel ist es, diese Tiere so artgerecht wie möglich aufzuziehen. Also auch nicht alleine, sondern immer mehrere Tiere, mindestens 2 der gleichen Art, gemeinsam großzuziehen. So wenig Menschenkontakt wie möglich und sie dann möglichst erfolgreich auszuwildern, sprich in die freie Natur zu entlassen. Übrigens, die beiden süßen Hasen tragen berühmte Namen. Da Werner Schmeing aus dem Münsterland kommt, hat er sie nach den Tatortkommissaren Thiel und Börner aus dem Tatort Münster benannt. Eine Wildtierauffangstation ist ein Fulltime-Job. Mehr als 100 Tiere wurden letztes Jahr hier aufgepäppelt. Dazu braucht man nicht nur starke Nerven, sondern auch ein gutes Netzwerk. Wir haben uns zum Beispiel der IGHW, der Interessengemeinschaft Hessischer Wildtierpfleger, angeschlossen. Das sind dann ungefähr 35 Stationen oder eben auch Privatpersonen, die dazu berechtigt sind, entsprechende Tiere zu pflegen und großzuziehen und auszuwildern. Da gibt es dann eben Stationen, die sich auf die einzelnen Tiere spezialisieren. Man kann ja schließlich sich nicht um alle Tiere gleichzeitig kümmern. Nicht um alle Tiere, das stimmt. Aber jedes Leben zählt und jedes Leben ist wertvoll. Und wie heißt es so schön? Wer ein Leben rettet, der rettet die ganze Welt.